to you. Happy birthday to you. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, wunderschön. Deutschland, Europa und die ganze Welt. Wunderschön wird 20 Jahre alt. Und was haben wir nicht alles schon gemeinsam erlebt? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ist das schön oder ist das schön? Und es ist wunderschön. Ja, und wenn der Funke dann überspringt von der Begeisterung vor Ort auf Sie zu Hause und Sie sagen, Mensch, da möchte ich auch mal hin. Oder ich treffe ja oft auch Sie irgendwo, die Zuschauer treffen wir überall auf der Welt. Und dann heißt es, Mensch, ich bin Ihnen nachgereist. Tamina Kallert feiert mit Ihnen heute Jubiläum. Und wo fing das alles an? Willkommen auf der Königin der Nordsee. Willkommen auf Sylt. So, jetzt kann's losgehen. Und komm, komm. Mögen Sie Wind und Wellen, Strand und Dünen, dann sind Sie auf Sylt genau richtig. Eigentlich war damals schon alles so wie heute. Die Sendung zeigt wunderschöne Orte und hilft Ihnen damit, vor dem Bildschirm zu entspannen. Und die Moderatorin muss dafür auch mal ganz schön was aushalten. Sag mir nicht, dass du das im Winter gerne machst. Immer das Wasser hat 4 Grad, da kann man mit den Füßen mal reinstuppen. Ja, natürlich, ja. Ich spüre langsam hier gar nichts mehr an Füßen. Ich muss sofort raus. Da ist hier wirklich ein Fels in der Brandung. Und es gibt Menschen auf Sylt, die machen das jeden Tag. Die springen jeden Tag in diese eisigen Fluten. Das gibt's auch heute noch, dass die Sylter sich ins eiskalte Wasser stürzen. Das Winterschwimmen hat auf Sylt Tradition. Regelmäßig werfen sich in den Wintermonaten Badende in die eiskalten Fluten. Der Nikolaustag kommt ihnen da ganz recht, um aus ihrem Hobby eine feuchtfröhliche Party zu machen. Hinter dem Namen Sylter Royal verbirgt sich die pazifische Felsenauster, die als Setzling aus Frankreich importiert wird und dann vor Sylt heranreift, bis sie ein Gewicht von rund 80 Gramm erreicht hat. ...35 Arbeitsgänge sind nötig, bevor die Auster verkauft werden kann. Es wird gewaschen und geschüttelt und dann nach Größe sortiert. Dann kann die edle Sylter Royal verpackt und an die Restaurants verschickt werden. Appetitliches gibt's auch in der nördlichsten Fischbude Deutschlands, in List auf Sylt. Und eine freche Portion Humor. So, meine Damen und Herren, wer das noch nicht kann, bitte einmal zuhören. Erst spiele ich mit der Krabbe, dann ziehe ich den Pullover aus, dann lege ich den BH ab, dann ziehe ich das Höschen aus und dann vernasche ich sie. Tamina hat in dieser Sendung wirklich keinen wichtigen Ort ausgelassen. Auch nicht die legendäre Sansibar mit ihrem üppigen Weinkeller. Haben Sie alles im Überblick hier? Ja, aber sehr gut. Ja, so, wie so eine Bibliothek, das geht so nach Buchstaben. Genau. Und da sind dann die Fächer, ne? So C8, IBE. Genau. Haben Sie alles im Überblick hier? Ja, aber sehr gut. Wo sind jetzt die Kostbarkeiten? Also, hier liegt alles, was hier liegt, ist alles sehr kostbar. Also, das ist jetzt zum Beispiel so ein 2000 $ Wein. Das ist darf ich ihn Streaming, ja anfassen? klar. Du auch gleich anfassen. Das ist unsere einzige Chance, dass wir den loswerden, dass ihn jemand runterwirft. Ist nicht passiert. Nächstes Thema. Viele Prominente haben hier auf Sylt ein Ferienhaus, um abseits vom großen Rummel zu sein, ohne so ganz drauf verzichten zu müssen. Auch Reinhard May verbringt viel Zeit hier oben und einige seiner Lieder sind auch direkt von der Insel inspiriert worden. Ich sage Jumbo Johnson, er sagt Moin, Moin, Mister. Ob es stürmt oder schüttet oder gerade über der Liste. Düne stahlblau, der Himmel aufklart, ist er mit einem Lächeln immer auf großer Fahrt. Klar käme Tja, mehr geht immer. Und deswegen fahren die wunderschönen Zuschauerinnen und Zuschauer, also Sie, natürlich auch gerne in die Niederlande, zu unseren sympathischen Nachbarn.
Tamina entdeckt in dieser Sendung, wie traumhaft es ist, zwischen den Dünen eine Fahrradtour zu machen. Die Fahrt an der Küste entlang, die Dünenroute, ist abwechslungsreich und mit einem Knotenpunktsystem gut beschildert. Hammer, oder? Wumpf! Kommt die Düne mitten in den Ort. Ich glaube, es ist Sand in meinem Rücken. Die Sonne rasch. Überall Sand. Sehr typisch für die niederländischen Ferienorte. Gemütlich und trotzdem modern und hip. Wir lassen bei wunderschön kein Klischee aus, aber wir erforschen es auch. Denn warum gibt es in Holland so viele Windmühlen? Weil dort mit der Windkraft seit Jahrhunderten das Land entwässert wird, das man dem Meer abgerungen hat. Die sogenannten Polder. Später dann oft auch mit Dampfmaschinen. Auf der einen Seite befindet sich der Polder, der liegt sehr tief. Auf der anderen Seite ist das Eiselmeer, da steht das Wasser höher. Insgesamt macht das 2 Meter Höhenunterschied. Auch in den weitläufigen, landwirtschaftlich genutzten Polderlandschaften kann man prima Fahrrad fahren und die ausgeklügelte Wasserwirtschaft studieren. Hier zeigt sich dann auch gelegentlich die moderne, industrielle Seite der Niederlande. In diesem ultramodernen Lakebecken, gefüllt mit 3 Millionen Litern Salzwasser, reifen 32.000 Tonnen Gouda-Käse. Jedes Jahr. Und weil es eben auch dazu gehört, springen wir sofort wieder zurück in die Vergangenheit. Bis in die 1970er Jahre wurde hier noch Gemüse an professionelle Händler verkauft. Heute ist das Geschehen vor allem ein Spaß für Touristen. Aber wie die Auktion abläuft, das ist immer noch wie früher. Das Prinzip ist raffiniert. Die Auktionsuhr läuft rückwärts. Der Preis fällt. Je länger man wartet, desto billiger wird es. Wenn die eigene Zahl leuchtet, hat man den Zuschlag bekommen. So bleibt meist kaum was übrig, weil die Waren am Ende so billig werden, dass sich immer noch ein Käufer findet. Nach diesem Ort wurde das berühmte Kap Horn von Südamerika benannt. Auf der Spitze des Kirchturms sieht man, worum es hier jahrhundertelang ging, um Seefahrt und Handel. Die wundervolle Altstadt sollte man sich ansehen. Auch das bald neu renovierte Westfriesische Museum. Darin befinden sich die Hinweise, warum die Niederländer bis heute so clevere Geschäftsleute sind. Im 17. Jahrhundert beherrschten die holländischen Handelsgesellschaften die Welt. Allen voran die niederländische Ostindien-Kompanie. In der Mitte des Gemäldes das Bankbuch, in dem die Gewinne aufgezeichnet wurden. Die Ostindien-Kompanie segelte damals nach Asien und brachte Porzellan, Gewürze und edle Stoffe mit.
Ein Schiff aber fuhr gen Westen und hat Weltruhm erlangt. Es hieß Halbmond. Mit ihm wurde der Hudson River entdeckt. Später gründete man dort New Amsterdam, das heutige New York. Ein Nachbau des Segelschiffes fährt heute noch durch den Hafen von Horn. Seit dem Mittelalter werden hier Tonnen von Käse bewegt und verkauft. Aber Tamina fragt besser noch mal nach. Der Markt hat eine lange Tradition, aber wird denn jetzt Käse noch verkauft? Alles ist Show. Alles ist Show. Das sagen wir nicht weiter. Das wissen nur wir. Ja, okay. Die Niederlande sind auch Campingland. Taminas Platz liegt direkt am Strand und bietet eine Menge Unterhaltung, auch für Kinder. Womit wir bei einem anderen wichtigen Thema der Sendung Wunderschön sind. Ja, Camping, Freiheit und Abenteuer. Eine tolle Variante, Urlaub zu machen. Klar, dass alle Moderatorinnen und Moderatoren von Wunderschön das auch mal ausprobieren durften. Überall in Europa. So ein selbstgemachter Kaffee auf einer Brücke mitten in Görlitz. Da drüben ist Deutschland, hier ist Polen. Die Neiße ist die natürliche Grenze. Und Sie hören schon richtig, ein selbstgemachter, ein Coffee to go in meinem Wohnmobil. Und mit dem will ich Sie jetzt mitnehmen auf eine Tour aus Görlitz Richtung Krakau. Und ich will Ihnen zeigen, dass so ein Wohnmobil viel mehr kann als nur geradeaus fahren und guten Kaffee kochen. Das glauben wir gern. Und schauen mal eben in den Bulli, mit dem Daniel Assmann 2019 nach Münster gefahren ist. Oh, es sieht aber gut aus. Schön. Etwas schwieriger war es für Ramon Babazadeh im Odenwald. Also eigentlich fühle ich mich hier wohl. Aber die Krabbelei der Tierchen hier unten. Yes. Ja, man kann sich auch mal verirren, bis man am Campingplatz ankommt. Und auch dort ging nicht alles glatt für Stefan Pinot. Ich bin die neue Nachbarin. Prost. Zum Wohl, zum Wohl. Zum Wohl. Oh, das ist ja mal nett. Richtig schön aussieht. Oh, danke schön. Schön. 12 Grad. Nee. Das ist so abartig kalt. Yes! Mehr Erfrischung geht nicht. Ah. Ah.
Ist das schön, so direkt am Wasser aufzuwachen. Und ich mache mir jetzt einen Kaffee. Guten Morgen. Unterwegs mit dem Campingbus, das kann natürlich sehr bequem und schön sein. Aber es gibt Länder und Orte, da ist ein kleineres Fahrzeug doch die bessere Wahl. Auf der Amalfitana, der traumhaften Küstenstraße zwischen Neapel und Salerno, hat man viele schöne Ausblicke. Sie ist aber auch manchmal für Privatautos gesperrt, weil einfach zu viele diese Schönheiten sehen wollen. Tamina war dort auf dem sogenannten Weg der Götter unterwegs und trug nicht nur ihre unstillbare Sehnsucht im Herzen, sondern auch ihr erstes Kind unter dem Herzen. Dann ging es nach Neapel, in diese schöne, aber auch chaotische Stadt. Sehr lebendig, geliebt von manchem Urlauber, aber auch gefürchtet. Hier so im Stadtgewimmel fallen mir all die Vorurteile wieder ein. Bloß keine Wertgegenstände mitnehmen. Neapel ist eine gefährliche Stadt. Wie sicher sind wir denn jetzt hier? Neapel ist keine gefährlichere Stadt als jede andere europäische Großstadt auch. Und sie hat immer noch eine sehr authentische Altstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel die berühmte Krippenstraße, in der Kunsthandwerker klassische und moderne Figuren fertigen und verkaufen. Ah, das ist ein Sehnsuchtsort. Ganz Italien scheint für die meisten Deutschen ein Sehnsuchtsziel zu sein. Und natürlich waren wir mit Wunderschön auch schon fast 20 Mal in Italien unterwegs. Die erste Sendung, die kam von Sizilien, und zwar 2004. Der hier ist sehr beeindruckend, aber Tamina ist auf noch ungewöhnlichere Fänge aus. Was können wir denn jetzt hier aus dem Meer ziehen, um die Speisekarte ein bisschen aufzupeppen? Heute mit so schönem Wetter, ich glaube nur Seeigel. Und wo finden wir die Seeigel? War fast überall essen, aber ich muss immer ein bisschen tief gehen. Sie tauchen ohne Sauerstoff jetzt runter? Ja, immer. Wie tief? War früher, ich habe da Wettkampf gemacht, bis 35 Meter. Jetzt ein bisschen weniger, so fast 30 Meter, ich kann immer tauchen. Die leben noch. Ja. Und so haben die aufgemacht. Seeigel fressen Algen, die man beim Öffnen im Innern oft noch findet. Und dann einfach so. Einfach so jetzt hier rausschälen. Rausfischen, ja. Die Eier.
Lecker. Das Wasser. Das ist so richtig Meergeschmack. Algen, Meer. Aber sehr sanft und sehr weich Ja. und mild, ne? Und die kann man auch dann, aus diesen Eier kann man auch eine Spaghetti-Soße machen. Das ist wieder eine Spezialität hier. 10 Jahre später, 2014, war Wunderschön noch einmal in Sizilien, auf den Liparischen Inseln. Die vielen Naturwunder dort sind vor allem vulkanischen Ursprungs. Tamina macht einen Tagesausflug zum berühmten Stromboli-Vulkan. Schon auf der Hinfahrt kann sie die vulkanischen Kräfte beobachten. Unter Wasser steigen im Meer die Gase nach oben. Fumarolen werden diese Luftsprudel genannt. Wenn es dunkel wird, postieren sich die Ausflugsboote an der Seite der Insel, an der man die rote Lava am besten sehen kann. Eine andere Insel dort heißt Vulcano. Ja, das ist... Da dampft es da oben. Ja, genau. Überall, auch hier im Mauerwerk. Schau mal, wie es rauskommt. Heiß, ja. Das ist echt heiß. Ja, ja, das sind heiße, ätzende vulkanische Gase, die auch Gestein zersetzen. Aber da ist es nichts mehr aktiv, sondern das dampft jetzt einfach so... Das dampft jetzt einfach so vor sich hin. Diese Gase sind nicht giftig, die kann man zum Inhalieren benutzen, auch wenn sie recht stinken. Oh. Unten neben dem Strand gibt es ein vulkanisches Schlammbecken, in dem die heißen Gase aufsteigen. Der Schlamm soll heilsam sein, sagen die, die daran glauben. Im Meer nebenan kann man den schwefelhaltigen Sand dann wieder abspülen. Ein Badeplatz mit natürlichen Sprudelstellen. Jetzt hier habe ich mir fast die Finger verbrannt. Das ist echt faszinierend. Das sind jetzt hier so ganz kleine Bläschen, aber extrem heiß. Da hinten gibt es ganz große, dicke Blasen, über denen man richtig wie im Whirlpool baden kann. Also es ist ein super Tipp, eine Taucherbrille mitzunehmen und einen Schnorchel. Und dann sieht man hier in den ersten Metern schon, wie die Erde lebt von Vulkanen. Auf einer Kreuzfahrt durchs westliche Mittelmeer machte Wunderschön in Italiens Hauptstadt einen Stopp. Wir entdecken, dass es eine geniale Idee ist, die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt mit dem Fahrrad zu erkunden. Man kann nämlich mit dem Rad bis vor den Eingang fahren, gucken und weiter geht's. Meine Güte, ist das voll hier. Man sollte nur eine schmeißen. Eine heißt, dass man wiederkommt. 2 heißt, glaube ich, schon, dass man sich in einen Römer verliebt. Und die 3. heißt sogar, dass du den Römer heiratest. Das muss man sich gut überlegen. Nur so als Tipp. Oh, wie schön! Gemütlich durch die schöne Landschaft am Gardasee auf einer italienischen Vespa. Non mi fa paura, ti voglio respirare, finché sulla tua pelle avrai. Felice, warum kann ich nicht weiterfahren? Weil kein Sprit mehr im Tank ist. Sag es! Es war aber doch nicht der Sprit. Felice bringt den Roller zu seinem Freund Roberto. Der sei ein Doktor der Vespalogie, sagt er. Er hat was gefunden, und zwar hat sich vom Prinzip her der Zündkerzensteckel vom Zündkabel gelöst. Und dementsprechend hat kein Zündfunke. Und da kannst du so viel Benzin reinschütten, wie du willst. Wenn kein Zündfunke da ist, explodiert auch kein Benzin, um das mal so zu sagen. Wir sind überall! Die Tour kann also weitergehen. Bis zum Küstenstreifen Cinque Terre an der Riviera.
6 Jahre später ist wieder jemand von Wunderschön auf einer Vespa am Gardasee unterwegs. Egal, ob man rechts fährt an der Straße, in der Mitte, ob man Vorfahrt hat, eigentlich im Kreisverkehr, sie kommen von allen Seiten. Man muss sich ein bisschen durchsetzen hier, sonst wird das nichts. Aber macht Spaß. Come sta scavarti dentro l'emozione di un momento, scava e arriva sino in fondo, dove il sole si era spento. So che ora è possibile. Judith mischt sich unter die Touristen und beginnt eine Genießerreise. Eisladen, Eisladen, schon wieder ein Eisladen. Da ist auch ein Eisladen. Darf ich euch mal fragen, was ihr für dieses Eis bezahlt habt? 10 Euro. 8 Euro, 10 Euro? Ja. Und dann möchte ich euch gerne fragen, ob ihr wirklich glaubt, dass ihr das schafft. Macht ihr das Eis auch noch größer? Ja? Was war das Größte? 10 Sorten. 10 Sorten? Ein Eis mit 10 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, okay. Thank you. Das ist das größte Eis, das ich je in meinem Leben in den Händen gehalten habe. Was soll man machen? Genüsse findet man in Italien an jeder Ecke. Tamina geht in die Lehre bei dem sachkundigen Enrico. Er malt Bilder und isst gern. Das sind Fiocchetti-Nudeln und das da ist Culatello-Schinken. Der wird nicht auf Hügeln wie der Parmaschinken, sondern in der Po-Ebene getrocknet. Parmesan hat unterschiedliche Reifezeiten. Die reichen von mindestens 24 Monaten bis zu maximal 30 Monaten. Was sowohl für den Geschmack als auch fürs Reiben gut ist. Ich liebe Parmesan. Parma, Parmesan, man hört es schon am Namen. Er kommt von hier. 33.000 Käseleiber reifen in dieser Fabrik. Vollautomatisch. Alle 10 Tage reinigt die Maschine die obere und untere Seite und salzt sie erneut ein. Viele Leute fragen uns, warum sie Parmesankäse mit der Rinde kaufen müssen, die dann weggeworfen wird. Falsch, die Kruste ist das Beste am Parmigiano Reggiano. Wir können sie in Suppe, Brühe oder Tomatenpüree geben. Wir können sie auf den Grill legen und sie wird zu einem köstlichen Aperitif. Wenn wir sie in kleine Stücke schneiden und in die Mikrowelle geben, erhalten wir Parmesan-Popcorn. Parmesan kann man eigentlich immer. Wunderschön, und der Käse. Wir haben schon so viele Käsereien für Sie besucht und geguckt, wie er gemacht wird. Aber das ist ja auch spannend und wir essen auch alle gerne Käse. Von daher lohnt es sich mal genauer hinzugucken. Und witzigerweise, die Machart ist überall weitgehend ähnlich. Und deshalb ersparen wir es uns, jetzt mehrmals hintereinander immer dieselbe Prozedur anzugucken und fahren lieber nach Thalkirchdorf im Allgäu, wo die erste Käseschule Deutschlands zu finden ist. Dankeschön. Einfach so umbinden, wie es ich habe. Aha. Wo muss der Knoten hin? Oh, das ist egal. Egal. Jetzt kommt darauf an, ob man ledig ist oder verheiratet. Ja, also rechts heißt verheiratet, links heißt ledig, in der Mitte unentschlossen. Das sind für die Hygiene, riecht auch recht gut. Ja, auch für euch 3. Oh. So, hier in der Käseschule lernt man alles ein bisschen über Käse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse, auch über das Allgäu, über die Tradition, dass man weiß, in dieser schönen Gegend ist Käse zu Hause seit ein paar hundert Jahren, seit ca. 200 Jahren. So, die Milch muss jetzt erwärmt werden auf 35 Grad. Dazu habt ihr dieses spezielle Rührthermometer im Kupferkessel drin. Mit dem dürft ihr jetzt ab und zu die Milch umrühren. Jetzt ganz wichtig, ich zeige es immer im Uhrzeigersinn rühren. Nicht entgegen, Andrea, weil sonst wird das halt nichts. Wenn, dann machen wir das rechts rum. Und warum?
Wegen den rechtsdrehenden Milchsäurebakterien und der rechtsdrehenden... Das ist nicht wahr, oder? Aber Volker, wir machen auch ab und zu einen Scherz und das war der erste. Ich habe 36 Grad. Oh. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Georg warnt, das Lab bitte nicht trinken. Also sonst hat sie ständig am Laufen. Ist das so, ja? Ja. Und seinen Feinden geben. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment, das nennt man beim Käsemacher immer das Einladen. Das ist wirklich so ein Verwandlungsprozess. Und zügig reinschütten. Und dann natürlich langsam verrühren. Und dann mit der Molke zusammen, handgeschöpfter Käse, rechts rum gerührt. Mehr geht eigentlich gar nicht mehr. Und was haben wir jetzt gelernt? Ich glaub dem nichts mehr. Ein Bein in Bayern, ein Bein in Tirol. Genau, jetzt. Ha, das ist ja ein Moment. Das war eine besondere Sendung. Tamina wandert zum ersten Mal mit einer Gruppe. Und quasi alles, was geschah, kam auch ins Fernsehen. Wo wir oben sind. Hast du Stress gehabt, dass du denkst, du wirst jetzt abgehängt dann doch? Ja, wir kommen da nicht nach. Wir sind inzwischen zu alt und dann geht einem so viel durch den Kopf. Auf das, was wir geschafft haben. Also ich kann mir jetzt nichts Schöneres vorstellen, als direkt weiter zum Steinjöchel zu wandern. Also jetzt wird es richtig ungemütlich. Der Wind frischt auf, die ersten Tropfen fallen. Ziemlich kalt ist es. Und wir wissen nicht genau, ob wir es noch darunter zur Hütte schaffen. Das sind so Situationen, von denen man nicht so genau weiß, ob man sie wirklich haben. Was fliegt? Ab in die Hütte! Wie geht's der Franzi? Ach du, ich glaube auch dem Arm jetzt ganz gut. Und dir? Du, ich bin K.O. Also ich merke jetzt hier doch die Höhenluft. Aber insgesamt geht es mir gut und ich freue mich jetzt gleich schon auf den Ausblick da oben. So spannend, hä? Und Küsse gibt's auch noch. Oh ja, natürlich. Ja, ich bin auch gerührt. Ja, wirklich, ja, wirklich. Ja, also. Ach ja, Tamina und die Tiere. Eine ganz besondere Geschichte. So weiches Fell haben die, das denkt man immer gar nicht, ne? Guck mal, der Kleine ist ganz vorwitzig.
Das sind jetzt alles Lamas. Nein, da haben wir jetzt alles Stuten, also Lama und Alpakas. Willst du mir vielleicht ein Küsschen schenken? Nein. Oh. Ich bin eben ein Guck Mann. mal, guck mal, wie es jetzt. Das ist wahrscheinlich, ja, weil sie sie auch. Mich kennt weil sie auch, ja. Ja, guck mal jetzt. Oh, bin ich jetzt glücklich. Endlich ein Küsschen. Ja, guck, jetzt schmust sie schon mit mir. Ich bleib jetzt hier, glaube ich. Oh Gott, ist das warm und weich. Ja, so lieb. Und so schöne Augen haben die auch, gell? Ein echter Ruhrfrosch. Nur noch ein bisschen klein zum Küssen. Oh. Ja, fein. Man kann gar nicht genug bekommen, ne? Ja, super. Gerade geboren. Nee, muss die Mutter nicht zum Baby hin? Ich lasse das jetzt mal trinken. Ja. Mal wieder funktioniert, dann setzen wir Na komm, ja. Dann nimmt man das Kleine. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nee, das ist schon. Dann wird das hier angemolken. Und jetzt weiß es gleich, wie es geht. Das kenne ich. Ist das? Die Wiesmilch, das ist am wichtigsten. Das ist so wichtig, gell? Ja. Ja, fein machst du das. Alles gut. Sie kriegt noch eins. Soll ich, dann bringe ich es jetzt schnell. Komm. Komm her, ich bring dich zur Mama. Ist ganz nass noch. Ja, Schatzelein. Ja, komm her. Ei, ei, ei. Und wichtig ist, dass die Nase frei ist, dass das Lämmchen Luft kriegt. Komm her. Da ist es ja schon. Hey. Jetzt kann sie es ablecken. Oh, da weiß sie ja schon, wie es geht, die Mama. Ja, ja. Ja, das ist okay. Hallo, Hallo, wer ist das? Sie haben keinen Namen. Nein? Nein, kein Name für etwas, das ich vielleicht esse. Oh, oh, oh. Guck mal hier. Oh, she loves that. Rote nicht. Oh. Oh, but it's very heavy. Yeah. Hm? Alles klar? Ja. Ups. Und hier ist es ganz weich, hier hinterm Ohr. Ganz weich. So, thank you very much. Danke, dass ich hier sein durfte. So mittendrin. So in the middle of everything. Ich liebe das. Ja, glückliche Tiere. Darum geht's. Happy Animals. Das ist schon toll. Auch so ein Stück Schottland. Ah, ja, Österreich. Genau, da. Das hat eine Leichtigkeit. Wien ist wunderschön. Und wenn man dann noch Lust hat, die Ehe von Kaiser Franz Josef mit Elisabeth von Bayern zu studieren, reißt das Entzücken im ganzen Urlaub nicht ab. Nach dem berühmten Paar wurde übrigens der leckere Kaiserschmarrn benannt. Für Franz Josef wurde er erfunden, doch Sissi hat ihn beim Probieren zerzupft, was von da an zum Rezept gehörte. Österreich ist Marillenland. Die Frucht begegnet einem auf Schritt und Tritt. Marillenmarmelade, Marillenschnaps und die berühmten Knödel. Da drinnen ist eine Marille, eine ganze Marille und Marzipan. Das ist auch so eine charmante Sprache. Man sagt Servus oder Grüß dich. Und dann gibt es die Marillen statt der Aprikosen. So ein paar Vokabeln muss man dann schon lernen. Topfen statt Quark, Kaffeeol statt Blumenkohl. Oder wenn man eine Weißweinschorle bestellt, dann sagt man gespritzten hätte man gern.
Und an der Kasse kriegt man Sackerl dazu. Und immer wieder trifft man in Österreich Menschen, die besonders und echte Originale sind. Tamina begegnet 2020 auf einem Berg bei Zell am See dem Fritz. Man plaudert ein bisschen und dann kommt eine echte Sensation zutage. Fritz ist Weltmeister, weil er so einen schönen Bart hat. Ich war 3-mal Weltmeister geworden. 3-mal? 3-mal und Europameister und alles halt, was halt. Ja, alles. Und noch ein bisschen mehr, muss ich sagen, da bin ich stolz drauf. Ich war in Las Vegas, das ist da in Amerika hinten. Ja, halt, kenne ich. Und da habe ich meine Kategorie gewonnen und von den 18 Kategorien sind 18 Sieger. Und die müssen nur mal auf die Bühne rauf. Da geht es um einen Universal Champion, heißt das. Den von Sieger allen. von den Siegern. Ja. Und das habe ich auch noch gemacht. In Las Vegas. Mensch. Wie schwer ist das? Oh, das ist ja. Ja. Oh, also Wichtel, gell? viele Kilo wiegt die. Oh. Und auch wirklich bemerkenswert beim Fritz sind seine Karsnockerln. Alles beginnt mit Butter. Jetzt kommen Zwiebeln. Oh, das riecht immer so fein, gell? Zwiebeln in Butter gebraten, da könnte ich schon. Ja, der muss schön gut gelb werden. Dann kommen die bereits gekochten Knöpfchennudeln, die Nocken dazu. Oh, das sieht ja auch schon gut aus hier. Die müssen schön heiß sein, die Nocken, Ja. damit sie dann der Käse bindet. Gell, weil wenn die so lauwarm sind, gell, nachher hast du so Knollen drin. Du hast ein bisschen anbrinzeln. Das mag ich sehr gern, wenn die so ein bisschen knusprig werden. Was ist das? Da habe ich jetzt 2 Almkäse. Oh. Da ist ein Bergkäse, ein Tilsiter. Und ein Restkäse, das ist ein schärfer. Also gerade die richtige Mischung. Das Stream-Team hier. Prost, Zeit. Ah, guck mal, die Fäden, das ist es, genau. Mal so. Fritz, gewaltig. Ah. Das ist zur Trümmerer. Ein reiner Birnenschnaps. Jetzt haben wir Prost! Prost! Ja. Der kommt, ja, es kommt. Kommen Sie mit. Gemeinsam entdecken wir die Wachau. Und in der kleinen Stadt Melk steht ein wahres Schmuckstück der Region. Sieht eher aus wie ein Schloss, nicht wie ein Kloster. Nicht wie ein Kloster, Ja. genau. Aber was weist jetzt auf das Kloster drauf hin? Ich würde sagen, das Kreuz. Richtig, das Kreuz. Natürlich ist der Barocktempel heute vor allem ein Besucher-Hotspot. Im Museum kann man den Reichtum eines Benediktinerordens bestaunen. Sie waren eben nicht nur Mönche, sondern auch gute Geschäftsleute und konnten das Kloster dementsprechend luxuriös ausstatten. Daniel staunt nicht nur in der Stiftskirche und im Hauptgebäude, sondern auch in den prächtigen Gartenanlagen, in denen ein ganz besonderer Pavillon steht. Hier hat ein zeitgenössischer Maler die Neugier des 18. Jahrhunderts auf fremde Länder und exotische Tiere befriedigt. Zum Beispiel auch der Bananenbaum, den hat er sehr gut getroffen mit dieser Blüte und da oben die Bananen, die da so herunterwachsen. Ja. Also das ist Ich ganz... meine, das ist ja alles aus Erinnerungen quasi dann gemalt worden. Also nicht, er war ja nie dort. Er kennt das nicht. Oder Erzählungen Erzählungen vielmehr, und Bücher. genau. Mhm. Und in Büchern hat man ja auch nur über Berichte manches Genau. eingezeichnet. Die Leute waren ja auch, und da hat er sich halt dessen halt bedient und hat das halt dann versucht umzusetzen. Und für das, wenn man denkt, dass er nie dort war, ist es eigentlich sehr gut gelungen.
Da ahnt man sie schon. Und man hört sie, die berühmten Krimler Wasserfälle. Die Menschen machen ihre Übungen nicht zufällig hier. Es geht um die Luft. Was ist nochmal genau die Wirkung? Das zerstäubt so klein. Genau, es ist eine das Wasser, Aerosolbildung, genau, und dieses Aerosol ist lungengängig. Es ist negativ geladen und 200 Mal kleiner als der Tropfen aus einem Asthmaspray. Das heißt, es kommt überall hin? Genau, es kommt ins letzte Ende der Lunge hinein, reinigt den Atemweg, reduziert aber auch allergische Entzündungen. Und dadurch verschwinden am Ende dann Allergie- und Asthmasymptome. Mensch, das ist ja richtig. Guck mal, hier, meine ganze Seite ist schon nass, ne? Ja, es wird total schnell. Befeuchtet einen überall. Ja. Das ist ja auch so so ein Kraftort. Oh Gott. Jawohl. Hey, oh Gott, ist das schön. Und jetzt sieht man auch, was für ein weites Tal das Zillertal ist. Ja. Sanft gleitend wieder landen, dann ist das wirklich ein wunderschönes Erlebnis. So, everything ready? Hilfe, Hilfe. Okay. One. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bereit? Ja. Und los geht's. Oh nein. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so ein, ich sag's jetzt, geiles Gefühl. Ohne Witz. Am Anfang denkt man so, oh, ich sterbe, aber dann... Die Anne so zu mir, Mensch, Tamina, da gibt es ja immer wieder so viele sportliche Challenges und so. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue. Aber ich sage, komm, probier's einfach aus. Du wirst über dich hinauswachsen. Und was sag ich? Ist das kalt? Eieieiei. Ich kann gar nicht laufen. Nee, du sollst ja auch nur fahren. Mach ich nicht. Nee. Ich streike. Wo bist du denn? Ich brauche meine Knochen. Ich trau mich nicht. Ich mache alles, aber nicht das. Nee. Ich will hier heil wieder aus dem Wald. Seid ihr schon mal hoch? Nee. Ne? Das erste Mal. Okay. Ja. Diese Tour kann jeder buchen. Könnte ich vielleicht ganz hinten gehen? Ne, bei mir ist eher das Problem, dass ich dann denke, wenn ich umkehren will, dass ich dann nicht kann. Aber wie geht's dir gerade? Ja, geht so. Hätte ja klappen können. Alter, ich bin oben. Boah, ey. Ich bin oben. Immer da nicht genau. Mir schießt gerade durch den Kopf, wenn man sich mal vorstellt, 1897 sind die Arbeiter hier ohne irgendeine Sicherung hochgegangen.
Ja, da fühlt man sich so ein bisschen weicheig, sag ich mal, oder? Das ist schon ganz cool, jetzt hier drüben zu sein. Das ist der Hammer. Oh, komm. Oder bist du auch erleichtert? Ja. Oh, ich bin auch echt erleichtert. Guck dir das an. Guck dir das an. Ja. Boah. Ja, ich finde schon die Überwindung. Es geht eigentlich. Man kann das ja mal offen zeigen, ne? Oh, das war wirklich ein bisschen. Ja, das ist so, wie ich mich gerade fühle. Ja, wir Moderatorinnen und Moderatoren werden unterwegs für Wunderschön auch immer wieder an unsere Grenzen geführt und müssen uns manchmal fragen, traue ich mir das jetzt zu oder nicht? Ich habe das zum Beispiel am Förderturm so erlebt. Da ging es echt zur Sache. Karabiner ist zu, Knoten ist zu und auf geht's. Und jetzt was? Hochgehen? Du kannst jetzt einfach hochklettern. Okay, einfach hochklettern, so Mike. Das mache ich ja täglich, so auf solche Türme. Einfach, uhaha. Und die Leiter scheint mir auch sehr wackelig. Ja, ist das richtig so? Wow, was für eine Aussicht über den See! Bitte nicht stürzen. Und von oben sieht es immer krasser aus als von unten, ne? Stimmt. Hast du alles im Griff? Ich habe alles im Griff. Gut. Wenn der Mike euch jetzt hier runterlässt, an diesem Seil. Ja? Oh nee. So. Dann seid, nee. Dann seid bitte nur vorsichtig. Da ist ja ein so ein Querträger. Ja, also wenn ihr runterkommt, wir können euch das ja dann noch mal sagen. Achtung, dass ihr da so ein bisschen euch abdrückt, vielleicht, falls ihr Oh dann. nee, aber da kriege ich jetzt echt die Krise, glaube ich. Ja, so, guck mal, wenn irgendwas reißt, war's das, ne? Was soll denn da reißen? Und du machst das ja auch öfter, ne? Ich mache das schon mein Leben lang. Ist dir schon mal jemand runtergefallen? Nein. Am Anfang ist das ganz komfortabel. Ein Schritt nach unten und dann hast du schon den Seilzug. Unten ist noch so. Wo halte ich mit den Händen? Hier? Oder wo? Genau. Zur Seite, ganz egal. Kannst so, genau. Füße einzeln. Die bleiben stehen, die Füße. Bleiben stehen. Oh Gott. Ah. Okay. Ah. Es hält. Doch alles gut? Sehr gut. Das Gute ist, man guckt einfach nur nach oben und denkt sich, hier unten ist gleich die Wiese. Oh nein! Schau mal nach oben. Wow. Unten ist nicht schlimm, oder? Nee, aber runter gucken ist der Hammer. Oh Gott. Juhu. Okay, oh mein Gott. Also wenn man da so steht und dann so runterkippt, ich habe echt kurz gedacht, ich glaube, wenn ich jetzt sterben muss. Ich habe 2 kleine Kinder, schrecklich. Guck mal, so schnell geht das. Du bist auf Wandertour und schon siehst du aus wie Top Gun. Ui, jetzt geht's los in die Luft. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ist das geil. Oh, das ist wirklich abgefahren. Ah, ist das cool. Oh, das machen Sie öfter. 200 Meter haben wir schon. Das ist echt cool. Komme ich noch nicht aus dem Fenster? Oh, ist das schön.
Ja, dafür ist die Baleareninsel bekannt. Eines der großen Zentren für Partyhungrige. Am nächsten Tag dann am Strand chillen, denn abends könnte es ja wieder anstrengend werden. Aber das ist nur eine Seite von Ibiza. Die schöne Mittelmeerinsel zieht seit Jahrzehnten Aussteiger an, die sich niederlassen. Die Hippie-Kultur, die sich in den 1960er Jahren hier etablierte, ist immer noch präsent. Sie lebt auch weiter auf einigen Märkten, die hier regelmäßig stattfinden. Tamina hat sich 2017 aufgemacht, die verschiedenen Facetten der Insel zu erkunden. Und die Lebensentwürfe, die sich daran knüpfen. Mensch, wo die Leute hier wohnen auf Ibiza. Ich finde es immer wieder unfassbar. Mittendrin im erstmal denkt man, es ist nichts mehr, und dann kommt doch noch ein Haus. Hallo. Ja, Ja, das ist so eine richtige. Ja, ich bleib einfach so hier und chill ein bisschen, oder? Oh. Was gibt dir diese Insel, was dir andere Orte nicht geben können? Natur, ganz tolle Natur. Und was ich an Ibiza ganz besonders mag, alle meine Freunde kommen hierher. Und so muss ich gar nicht mehr selbst reisen. Meine Freundinnen und Freunde sind Japaner, Holländer, Deutsche, Franzosen. Die sitzen hier alle an einem Tisch. Das ist einfach toll. Ja, ich bin immer sehr dankbar, wenn die Menschen sich so öffnen und wenn ich merke, dass sie uns gerne was erzählen und dass sie uns gerne an ihrem Leben teilhaben lassen. Und ich bin immer ganz neugierig auf diese unterschiedlichen Lebenskonzepte und Einstellungen. Und ich glaube, das merken die Menschen auch, dass wir wirklich was wissen wollen, dass wir wirklich sagen, Mensch, wie leben Sie denn hier? Oder was macht das hier so besonders? Seit Mitte der 90er Jahre betreibt Peter Maffay hier Biolandwirtschaft. Seit 2003 ein Projekt für traumatisierte Kinder und Jugendliche. Wenn du am Abgrund stehst, kein Weg führt weiter. Du weißt weder ein noch aus. Wenn du zu Boden gehst, kämpf und werd nicht leiser. Richte den Blick zum Himmel. Wir haben ein Ökozertifikat, das ist ja Teil dieser ganzen Überlegung. Zu zeigen, dass man ohne Pestizide zurechtkommt, das ist mühselig und erfordert sehr viel Wissen. Aber es geht und es muss auch nicht teurer sein, es ist auf jeden Fall eine richtige Zielsetzung. Und es ist ein Kreislauf, der immer noch machbar ist, auch in unserem Jahrhundert. Warum leben Sie hier auf der Insel? Die müssen Sie ja irgendwie auch lieben. Ja, natürlich. Diese Insel ist ein herrliches Stückchen Erde. Und jeder, der hier Urlaub macht, und das ist ziemlich unerheblich, ob man das dann am Ballermann tut oder irgendwo in der Tramontana, irgendwann kriegt jeder mit, dass diese Insel sehr, sehr reizvoll ist. Sie haben ja hier Ihr privates Zuhause. Ist das richtig so Heimat für Sie? Mein Zuhause ist nach wie vor schwerpunktmäßig Deutschland. Das ist so. Doch schon. Natürlich. Aber ich lebe hier lange schon, wie gesagt, seit über 35 Jahren. In steigendem Maße, bilde ich mir zumindest ein. Und unser Involvement ist sehr gültig. Also das Team, welches hier zusammengekommen ist, besteht ja hauptsächlich aus Mallorquinern, was wunderbar ist, weil diese Gesellschaft, das muss man ja wirklich sagen, sehr, sehr viele Ausländer verkraftet in einer Art und Weise, die beispielhaft ist. Ja. Es gibt natürlich hier auch Auswüchse, aber im Grunde genommen ist die mallorquinische Gesellschaft sehr kosmopolitisch. Ja. Wunderschön hat in den 20 Jahren seines Bestehens 3-mal Mallorca besucht. Die erste Reportage 2008 findet in den Wintermonaten statt, bei gutem Wetter, wie man sieht.
Wir haben im Winter sehr viele sonnige Tage, kann man sagen. Wirklich oft. Zwischen Dezember und März gibt es oft sonnige Tage hier. Einfach eine schöne Jahreszeit, um herzukommen. Genau 10 Jahre später schauen wir uns Mallorca dann vom Wasser aus an. Eine Segeltour mit Yogakurs inklusive. Fast die ganze Insel umkreist das Boot, dazwischen Landausflüge und Wanderungen. Auf einem der Ausflüge lernt Andrea Griesmann dann, wie man die beste Paella der Welt macht. Das Fleisch, eine Mischung aus Schweinerippchen und Huhn, wird in Öl angebraten. Erster wichtiger Tipp: jede neue Zutat immer einzeln salzen und pfeffern. Nil? Das hat sie schon gemacht. Zur Paella gehören auch Meeresfrüchte. Wir beginnen mit den Krebsen. Es folgen Gambas und Kalamari. Verrätst du mir deine 3 Geheimnisse für eine gute Paella? Das Wichtigste ist die gute Qualität der Produkte. Außerdem darf man nicht alles auf einmal in die Pfanne geben, sondern wirklich in einzelnen Schritten. Und das Dritte ist eine gute Brühe. Den Rundkornreis plus Safran gibt man roh in die Pfanne zu den anderen Zutaten. Die sind Fisch und Fleisch, Tomaten, Brühe, Paprika und Erbsen. Die Miesmuscheln wurden vorher in Weißwein und Zitrone gekocht. Mit Alufolie abdecken und bei schwacher Hitze 20 Minuten garen. Allein über Mallorca hätten wir wahrscheinlich jedes Jahr eine Sendung machen können. Haben wir aber nicht, denn es gibt ja noch die Balearen generell, die Kanaren und wunderschöne, tolle Orte auf dem spanischen Festland. Liebe Barcelona! Barcelona besticht nicht nur durch Lebendigkeit und gutes Essen, sondern auch durch die faszinierende Architektur von Antoni Gaudí, der Stadt um 1900 seinen Stempel aufgedrückt hat. Der Bau seiner Kirche, die Sagrada Familia, wurde 1882 begonnen und ist bis heute noch nicht wirklich vollendet. So faszinierend Gaudís Kirchturm ist, so atemberaubend sind die Menschentürme, die in Barcelona zwischen Juni und November gebaut werden. Insgesamt sind es 9 Etagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kommen die Kinder auf die oberen Etagen. Und jetzt gleich haben sie es geschafft. Boah, hier wird man fast weggepustet. Wir sind an der Meerenge von Gibraltar, am allersüdlichsten Zipfel Europas. Herzlich willkommen in Andalusien. Weil die Meerenge von Gibraltar wie ein Flaschenhals funktioniert, ist hier ständig Wind. Ein wahres Surfparadies. Der neueste Hit ist das Windfoiling. Die Idee dabei ist, den Wind mit dem Segel so einzufangen, dass man über das Wasser gezogen wird. Ganz schön windig kann es auch auf den Kanarischen Inseln werden. Der aber an anderen Stellen durchaus zum Schwimmen einlädt. Tamina fährt aber in jenem Jahr vor allem zum Wandern nach La Gomera. Die Insel hat einen Lorbeerwald, der nie von der Eiszeit oder von Menschenhand zerstört wurde.
ein ganz besonderes Naturerlebnis. Flechte ist ein Indikator für saubere Luft. Und Flechte ist ein unglaubliches Gewächs, weil das hier ist eine symbiotische Lebensform. Hier haben sich Alge und Pilz miteinander vereint und das ergibt eine Flechte. Und diese Bartflechte hier, die wird heutzutage auch gegessen. In der teuren Haute Cuisine, da nimmt man so ein bisschen von dieser Flechte, nur so ein ganz klein wenig. Man hält es ganz cool in siedendes Öl und dann hält man es ganz kurz auf Eis und dann kommt es auf die Speisen dazu. Und man kann sie auch so roh einfach so essen. Man kann sie so essen. Haben sehr viele Nährstoffe, ne? Ist Pilz drin. Ja, wir müssen uns Alge wahrscheinlich drin. in Zukunft überlegen, wie wir uns ernähren mit Algen Genau. und Flechten. Genau. Und wenn man hier verloren geht, hat man immer was zum Essen. Obwohl das ist wirklich nicht so Ich habe nicht gesagt, dass es lecker ist. Nee. Und dann hat die Reise noch einen ganz besonderen Höhepunkt, weil er hier angeschwommen kommt. Ja, komm her. Ja, schön. Gibt's mir da was zu fressen? Ein zahmer Rochen hier auf La Gomera. Der kommt immer hier an die Treppe am Morgen. Und damit tschüss La Gomera und hallo Deutschland. Los? Was ist denn los? Ist doch alles gut? Alles gut. Dass Andrea gerne Motorrad fährt, haben Sie bei unserer Rundreise in der fränkischen Schweiz erfahren. Man muss gar nicht unbedingt weit fahren, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Und da sind am beliebtesten Nord- und Ostsee und die Berge unten im Süden. Also die Meerkinder gibt's, die Bergliebhaber gibt's und alles ist in Deutschland geboten. Und damit Sie jetzt entscheiden können, zu welcher Gruppe Sie gehören, fliegen wir jetzt mal gemeinsam von Nord nach Süd. Das Wasser kommt am Königssee nicht nur von unten, sondern auch von oben an diesem wunderbaren Tag. Ach, Daniel, das wäre doch nicht nötig gewesen mit den Alphörnern. Alles für dich vorbereitet. Alles vorbereitet. Ja. Und?
Haben Sie sich entschieden, wohin Sie gerne fahren würden? Wir haben über 150 Mal schon Deutschland für Sie bereist. Und ja, was soll ich sagen, es war eigentlich immer wunderschön. Und immer haben die Moderatorinnen und Moderatoren etwas für Sie ausprobiert. Moin. Moin. Bitteschön. Ich habe hier bei euch die Friesentorte gesehen, vorne im Schaufenster. Ein Stück muss ich auf jeden Fall mal probieren. Auch für ein Stück ist Pflicht. Super, ja, sehr Klasse. gut. Kriegen wir hin. Danke. Ah, wunderbar. Friesentorte, bitte Super, schön. ich sehe schon was Leichtes. Ne? Einmal Hüftgold, ja. Daniel ist ein echter Kenner der Materie. Wirklich lecker. Und genau das sind die Gründe, wenn man nach Hause kommt und sich wundert, warum man auf einmal 2-3 Kilo mehr drauf hat. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Du bist nämlich der Wattpostbote. Genau. Das gibt's, glaube ich, sonst nirgends, oder? Nein, es ist einmalig. Du bist der Einzige. Ja. Und wie lange brauchen wir jetzt, bis die Post da hinten bei den... So eine Strecke 1,5 Stunden. Bis wie hoch gehst du denn noch? Also so bis zum Bauch? Ja, wenn Läufst ich du alleine noch? bin, dann kann ich das abschätzen, ja. Aber es war in der Mitte schon hier alles voll Wasser und dann kommt man da nicht wieder, weil Vorpelworm der tiefste Punkt ist. Und da habe ich das halt nicht. Aber ich merke aber schon, ich bringe nichts so schnell aus der Ruhe, oder? Nee, das darf es nicht. Man muss improvisieren können, wenn man hier an der Küste lebt. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, go, go. Way down we go. Eine Herausforderung sind auch immer die Verkehrsmittel. Die Sendung 2015 auf Jüst hieß Anspannen und Ausspannen. Aber nicht für Stefan. Oh, warte, wir sollten vielleicht die Bremse losmachen. Es geht los, ich glaub's nicht. Oh, die kennen ja den Weg schon. Halt die Leine da ordentlich. Sauber genommen. Inka! Wie viel? Na, schön auf die Fahrradfahrer achten vorne. Oh. Wie viel da war das? Schnaps. Von vorne, rechts. Gut. Okay, aufpassen. Oh, der schmeißt uns gleich um. Hilfe. Wie viel Jetzt haben wir kippen. Ey, mach das zum Alkoholiker hier. Oh, Meier, wie sollen wir den Abend überstehen mit dir? Ist sie das? Das ist sie, ja. Ach komm. Das ist der Staffelstein, doch. Da soll ich hoch? Ja, da werden wir raufklettern. Das ist schon ganz schön steil, gell? So Das von hier. ist steil. Genau, und immer schön ein bisschen ausspreizen. Ein Fuß links, ein Fuß rechts. Jawohl, gut machst du, super. Jawohl, wunderbar. Jawohl, gut. Ja. Gut, gell? Machen wir den Rest auch, oder? Ja, ich glaube auch, dass es geht. Ja, zum Ja. Festhalten hat man wirklich viel, aber ja, das ist jetzt aber echt nicht ohne hier, Jan. Ja, da ist mal ein bisschen steiler. Ne? Ich kann mich hier gar nicht halten, glaube ich. Wuhu! Geschafft! Wuhu! Ist nicht so schlecht, gell, der Blick hier? Ja, nicht so schlecht. Das ist mega. Knie zittern ein bisschen, aber sonst geht's.
Hermannseck bequem, Hermannseck steil. Naja, wir machen ja einen Aktivurlaub, oder? Nehmen wir mal steil. Boah. Oh, ich muss den Rucksack absetzen. Krass. Hui. Boah. Das geht nicht mit dem Rucksack. Das ist ja eng. Boah. Boah. Sage mal, muss man sich hier seitlich drehen. Das ist ja krass. Boah. Heftig. Heftig. Ui. Das ist nichts für schwache Nerven. Also wenn Sie Platzangst haben, dann ist das vielleicht nicht so eine gute Idee, den steilen und engen Weg zu nehmen. Dann nehmen Sie lieber den bequemen. 2015 macht Andrea Griesmann im Chiemgau eine ganz besondere Ausbildung. Dann machen wir schon gleich mal eine Öffnungsübung. Wir schauen in die traumhafte Kulisse, bewegen unsere Arme nach oben, öffnen, strahlen und atmen hörbar aus. Sehr schön. An dieser Stelle fliegt uns jetzt schon mal eine Mücke entgegen mit dem Namen Dü. Eine schlanke, hübsche und die klingt so, wenn sie fliegt. Dü. Magst du das gleich mal mit? Dü. Das hört eine zweite Mücke, die kann nicht so hoch fliegen. Sie heißt Rü. Sie kommt etwas tiefer herbei und begrüßt die schlanke, hübsche da oben mit einem Rü. Beide Mücken wollen es nacheinander versuchen. Das zeigst du jetzt mal mit und das machen wir jetzt nacheinander. Wunderbar. Jetzt haben sie den lustigen Brummer aufgeweckt. Der heißt Julio. Dieser Kerl kommt herbeigeflogen, sieht die Damen da oben und begrüßt sie gleich freudestrahlend mit einem Julio. Julio. Ja. Und diese drei Töne machen wir jetzt nacheinander und du wirst sehen, das ist bombastisch. Julio, Julio, gehen wir noch etwas höher. Julio, Julio, und jetzt zum Abschluss noch ein Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Das heißt herzlich willkommen in Griechenland. Und ne heißt hier übrigens ja. Wissen Sie schon mal Bescheid? Müssen Sie ja aufpassen. Endlich aufs Wasser. Blauer Himmel, weiße Häuser. Ach. Nach Griechenland reisen wir für Sie auch immer wieder sehr, sehr gerne. Das erste Mal 2004. Die Reise beginnt in Athen. Nach Piräus? Im Hafen von Piräus hat sich Tamina mit einer berühmten Frau verabredet. Lieder, die die Liebe schreibt. Weiße Rosen aus Athen. Nana Mouskouri. Frau Mouskouri, sind Sie denn durch all diesen Verkehr jetzt gut nach Piräus gekommen? Ja, natürlich. Es ist immer Verkehr in Griechenland. Und Athen ganz speziell. Das ist schwer, Ein bisschen chaotisch. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen aber das ist das Leben. Ja. Ein bisschen. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, wem Vicky Leandros sich verbunden fühlt. Wir Griechen haben das Melancholische auch in uns. Auf der einen Seite das Lebensbejahende, die Lebensfreude, aber auch die Melancholie. Und die spiegelt sich auch wieder in sehr vielen Liedern. Lied aus Träumen ferne Schatten unsichtbar, Stimmen im Wind vorbei, vorbei, fassbar.
Ja, das ist es, das weltberühmte Achilleon. Der Palast, den sich Kaiserin Sissi, unsere Sissi, hier auf Korfu hat bauen lassen. 1889 bis 1892. Und hier treffen Kaiser auf Götter. Um ehrlich zu sein, der österreichische Kaiser Franz Josef, Sissis Ehemann, war niemals hier. Und das war Sissi wohl ganz recht. Ja, einmal wie Kaiserin Sissi die Treppe runterschweben und Zeus und Hera warten schon auf mich. Ich find's perfekt. Oh, und jetzt endlich Strand. Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόδου πιάνω τη συχνότητα σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εμπρεμότητα σαν το καλυκτή. Όπα! Που λυπείς μου πέσε βαρύ με αναμνήσεις σιγοβιέγονται και λιώνω σαν... Alle krallen sich hier fest. Davon sagt es nur hier bei dem Teil, wo man aus dem Hafen rausfährt, dass es so krass ist. Nachher wird es wieder ruhiger. Und da kommen dann auch gleich die schönen Delfine angeschwommen. Ziel des Ausflugs ist aber eine Fischfarm, die sich dem Tourismus geöffnet hat. Und dann hieß es plötzlich, komm, tauch da mal rein. Und ich dachte so, wie jetzt? Mitten rein. Hatten wir schönes Wetter. Es gibt ja viele Mittelmeerinseln, die von sich behaupten, die Sonneninsel zu sein. Aber auf Rhodos stimmt es wirklich. Das kann ich bezeugen. Und jetzt mache ich den Geschmackstest und probiere, wie lecker der Fisch ist, wenn er denn so ganz traditionell zubereitet, auf griechische Art auf dem Teller liegt. Es ist eine wahrhaft kulinarische Reise. Judith hat da wirklich sehr gründlich recherchiert und probiert. Damit der Fisch nicht festklebt. Olivenöl aus einem preiswerten und praktischen Spender. Oh, und es riecht so gut. Und dann gibt es ja noch die berühmten gefüllten Weinblätter in Griechenland. Recherche an der Quelle. Kann ich alles mal probieren jetzt? Klar kannst du das. Das Rezept: eingelegte Weinblätter und Reis mit Kräutern als Füllung. Bravo. Das sieht toll aus. Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, sehr, sehr gut. Das ganze Erfolgsgeheimnis der Dolmades liegt in der Qualität der Weinblätter. Sie müssen sehr weich sein. Man sollte sie im Mund gar nicht spüren. Essen und feiern, das geht in Griechenland gut.
Und manchmal wird man sogar dazu eingeladen. Wir Moderatorinnen und Moderatoren bei Wunderschön müssen nicht musikalisch sein, aber es hilft. Denn Musik verbindet, egal wo man ist auf der Welt. Und wir haben da schon tolle Erlebnisse gehabt. Da, ja. Neun. Ja, der ist ein bisschen schwach gewesen. Der kann es ja doch. Der legt doch. Ja, dann. Wow, this is gonna be exciting. I am looking for freedom. »20 Jahre Wunderschön« und so vieles gibt es auf der Welt, was wir noch nicht gesehen haben. Die Reise geht also weiter. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut.